Check 1. 1978, 1. April, habe ich bei Grenzer angefangen. Die Grenzer macht Paletten. Hier in der Firma habe ich angefangen als LKW-Fahrer und habe nachher, wo das mehr geworden ist, mit den LKWs und Stapler, dann die Werkstatt gemacht. Seit 1. Oktober letzten Jahres bin ich nicht mehr hier. Also Josef Genzler war eine Institution in der Firma und egal welche Probleme, auch wenn sie in der Produktion waren, wenn eine Maschine nicht gelaufen ist, wurde Josef gerufen und er hat die Probleme gelöst. Josef ist halt einfach, er ist ein Typ durch und durch. Er ist ein Macher, er ist ein Tüftler und das macht auch Spaß, wenn du mit solchen Leuten sprichst, weil du kriegst auch immer was zurück. Du nimmst halt immer was mit. Ja. Das war noch D-Mark-Zeit. Da habe ich den Klaus kennengelernt. Und ich sage, einen flotten Spruch hat er immer drauf. Einer der Gründe, warum ich damals in die Spezialreifenabteilung gewechselt habe, war einfach, dass wir den persönlichen Kontakt mit unseren Endkunden haben. Der Klaus hat ja immer angerufen und vor allem, wenn der Anrufbeantworter dran geht, ruft er zurück. Man muss auch eins sagen, die Betreuung von Conti, top. Da ist nichts drüber gekommen. Egal wo. Ja gut, der Klaus ist immer angekommen, wenn es irgendwas Neues gab und hat gesagt, hey, das musst du mal ausprobieren, egal wie. Sagt er, wenn es in die Hose geht, dann müssen wir halt auch kämpfen. Und ich bin immer der Meinung, wenn man was macht, muss man schneller und besser werden. Das war immer Grundvoraussetzung. Das letzte gemeinsame Projekt war das Luftdrucküberwachungssystem. Ich kam zu Josef und habe damit ein Feuer entfacht, weil er wusste sofort, wo wir das einsetzen. Dann sind wir beide nach Biebergemünd gefahren. Und jeder hat halt gesagt, für was brauchen wir das? Es geht auch ohne. Ja, da hatte ich nicht nur Freunde. Muss man andersrum sagen. Wir haben da den Bagger in Biebergemünd mit dem Conti Pressure Check ausgerüstet und haben die Sensoren eingeklebt. Und haben dann uns richtig gefreut, als wir dann auf seinem Handy die Daten von dem Bagger empfangen haben. Und dann sieht man den Luftdruck und was ganz wichtig ist, die Temperatur. Und dadurch erhöht man aber die Lebensdauer von dem Reif und die Firma hat unterm Strich für meine Begriffe mehr Geld. Der einzige Nachteil ist, dass die Conti vielleicht weniger Reifen verkauft. Es ist so, weil weniger schadhaft sind. Ja, Josef ist mit seinem umgebauten MAN Oldtimer LKW wie halt so ein Rentner unterwegs und er sieht einen seiner alten LKWs, da geht ihm das Herz auf. Ja, und irgendwann ist es halt soweit. Es wird überall so sein. Man muss halt irgendwann dann mal loslassen, nur wenn man Tag und Nacht da war, ist das schon nicht ganz einfach. Das zeichnet ihn eigentlich auch aus, weil es gibt ja nicht einfach so einen Break, wenn du aussteigst. Er hat das langsam gemacht, auch so ein Generationswechsel hat bringt was mit sich. Es gibt neue Dinge, die in die Firma kommen. Unser Leitspruch Tire Business is People Business wird mit Sicherheit weiter gelebt werden und wird auch mit Sicherheit uns beiden weiterhin Erfolg bringen.